Nach 22% Wachstum im zweiten Quartal wächst die türkische Wirtschaft im dritten Quartal erneut um 7,4% zum Vorjahr. Damit ist die Türkei das am stärksten wachsende Land im Euroraum. Das wurde durch mehr Exporte erreicht. Seit 2003 stieg das BIP der Türkei durchschnittlich 6% pro Jahr. Mit dieser Leistung erreichte sie den Status G20, ist also ein Land unter den 20 wirtschaftsstärksten Ländern geworden. Unter dem BIP versteht man die produzierten Endprodukte und Dienstleistungen eines Staates in einem Jahr. Das BIP wird auf zwei Werte berechnet. Eines ist das jährliche Wachstum des BIP. Die Türkei hat demnach gegenüber dem letzten Jahr 2020 um die gleiche Zeit 7,4% mehr Güter und Dienstleistungen produziert und verkaufen können. Der zweite BIP-Wert ist die Veränderung des BIP zum letzten Quartal. Hier vergleicht man die Zeitspanne von April bis Juni, also Q2 mit der Zeitspanne Juli bis September, dem Q3. Auch da sehen wir, wie die Türkei zum letzten Quartal 2,7% Wachstum erreicht hat. Über die letzte 6 sogar plus 12,6% gewachsen ist. Bereits in den Quartalen davor erreichte die Türkei hohe Wachstumszahlen, was nicht viele weitere europäische Länder der G20 geschafft haben. Daraus resultieren auch die Lohnerhöhungen. Dank dem steigenden BIP können Arbeitgeber in der Türkei den Arbeitsnehmern den Lohn mehr erhöhen, als die gleichzeitig steigende Inflation ansteigt. So bleibt der Reallohnindex immer im positiven Bereich und Türken haben trotz Inflation mehr Geld in der Tasche. Das erreichten die letzten Jahre nicht viele G20-Staaten. Das gesamte BIP pro Jahr wird für einen weltweiten Vergleich meist in Dollar angegeben. Deshalb kann es vorkommen, dass Diagramme und Kurven des Türkei-BIP nicht steil nach oben zeigen. Wird das BIP in türkischer Währung dargestellt, dann sieht man den Sprung nach oben sehr deutlich. Das reale BIP gibt Auskunft über die Menge der verkauften Güter und Dienstleistungen in der Türkei, unabhängig von Veränderungen der Preise der Währungen. Die Lira passt sich jeweils dem Ausland an, sodass die Investoren keine Preisnachteile bekommen. Aussagekräftig ist erst das reale BIP der Türkei pro Kopf. Erst recht, wenn die Teuerung bereinigt ist. Dann spricht man vom kaufkraftbereinigten BIP pro Einwohner in der Türkei. Durchschnittlich wird in der Türkei pro Kopf und pro Jahr 28.385 Dollar erwirtschaftet. Daraus ergibt sich der durchschnittliche und kaufkraftbereinigte Jahreslohn der Türken. Der Gehaltsunterschied, also die Schere zu anderen G20-Staaten, wird also immer kleiner, was bedeuten würde, dass die Türkei ihrem Ziel immer näher kommt, zu den 10 stärksten Wirtschaftsnationen zu werden. Die Türken sind so fleißig, dass sie mit 40% des BIP eine der kleinsten Schuldenquoten pro BIP in Europa aufweisen.